Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diese Woche geht es um spektakuläre Natur. Es geht um echte Grenzerfahrung. Und lustige Weggefährten. Bleibt dran. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. In Kasachstan öffentliche Wasserstellen zu finden, ist für uns nicht so einfach, da sie nicht ausgeschildert sind wie in anderen Ländern. Wie gut, dass es Apps wie iOverlander gibt, in denen Traveler ihre Tipps weitergeben. Schönen guten Morgen, wir sind in der Region Magni-Stau unterwegs und wollen unbedingt in den Nationalpark in dieser Region, weil es da spektakuläre Dinge zu sehen gibt, nachdem wir Puschel in den letzten Wochen eine ganze Menge zugemutet haben und wir ein bisschen unsicher sind, ob das Gelände dort in dem Nationalpark für unseren nicht Vierrad angetriebenen Wagen das Richtige ist, haben wir uns dazu entschlossen, für heute einen Fahrer zu buchen. Auf den warten wir jetzt. Wir sind haben uns in einem Ort so auf halber Strecke mit ihm verabredet. Ihr könnt mal sehen, wo wir hier übernachtet haben. Und wir freuen uns auf einen spannenden, aufregenden, aber auch sehr heißen Tag. Es sind wieder 39 Grad angekündigt. Wir sind aber gut gewappnet. Haben uns natürlich mit Sonnencreme geschützt, wir haben Wasser dabei und insofern freuen wir uns auf einen sehr, sehr spannenden Tag, nehmen euch selbstverständlich überall mit hin und hoffen, dass wir euch auch ein bisschen Lust auf Kasachstan machen damit. Als abenteuerlustige deutsche Touristen können wir es nicht abwarten, in den Nationalpark zu kommen. Unser Fahrer Aktau hingegen ist um unser leibliches Wohl besorgt und steuert mit uns erst einmal ein typisch kasachisches Restaurant an. Für uns Veganer bietet die kasachische Küche allerdings nur ein begrenztes Angebot. Auf der Fahrt zum Nationalpark passieren wir kasachische Ölfelder mit unzähligen Förderpumpen. Und wir treffen immer wieder unsere neuen Lieblingstiere, Kamele. Irgendwann biegt Aktau von der Hauptstraße ab und spätestens hier wird uns klar, dass mit unserem Fahrzeug hier Schluss wäre.
Ja, die Entscheidung, Puschel zu Hause zu lassen, war absolut richtig. Wir sind hier schon Wege gefahren. Da werden wir im Leben nicht lang gefahren mit unserem Van. Insofern ja, haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, die Tour nach Manguistau lohnt sich total. Wir sind hier quasi im Monument Valley Kasachstans angekommen. Total spannende, schöne Gesteinsformationen, herrliche Landschaft, brütend heiß, aber eben nicht stickig, nicht drückend, sondern einfach so eine Wüstenwärme. Und ja, ihr seht es an den Bildern, das ist einfach so schön hier. Ja, wir sind echt erschlagen, weil die Natur wieder mal zeigt, was sie drauf hat, zu was sie imstande ist. Echt sensationell. Unsere erste Station hier ist Kürilkuk, der sogenannte Tiramisu-Berg. Aufgrund seiner Schichten haben ihn die Einheimischen mal so genannt. Ja, wir sind gespannt auf die nächsten Stationen, die uns Aktau noch zeigen wird. Weiter geht es zu unserer zweiten Station, dem Bozira Canyon, der sich über 2000 Quadratkilometer erstreckt. Man geht davon aus, dass es sich um den Grund eines früheren Meeres handelt. Wir fahren den Canyon von 3 Plateaus an und entdecken so immer neue, spektakuläre Perspektiven. Wir wollen euch unbedingt versuchen zu beschreiben, was wir hier gerade sehen und erleben. Wobei ich muss sagen, ich bin eher sprachlos, weil das ist einfach so wunderhübsch, so schön und so imposant. Falls ihr auch mal hierher wollt, wir sind an unserem zweiten Standort für heute angekommen, am Bozira Canyon. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was Christoph gerade gesagt hat. Überwältigende Gesteinsformationen. Es ist atemberaubend, was die Natur hier hinlegt. Einfach angucken und genießen. Die Fahrt mit Aktaus Four-Wheel Drive ist für sich genommen schon ein kleines Abenteuer, wobei wir uns selbst bei den steilsten Passagen sicher fühlen.
Kurz vorm Verlassen des Canyons passiert es und das Fahrzeug setzt auf. Kurzerhand montiert Actau einen Teil von der Aufhängung oder Hinterachse ab und schon kann es weitergehen. Am nächsten Tag machen wir uns glückselig auf den Weg zurück in Richtung usbekische Grenze. In Baineo legen wir einen Zwischenstopp ein und kaufen auf dem Bazar ein. Für unsere mobile Außendusche suchen wir Fahrradflickzeug, um ein Leck zu reparieren. Ein hilfsbereiter Kasache führt uns durch diverse Hallen zum richtigen Stand. Germany. Kazakhstan ki, ha? Tokayev. Binyu bhai, Binyu. Diese Wasserstelle hätten wir vermutlich vor einigen Wochen gemieden. Hier holen städtische Versorgungslaster Trinkwasser, um es an Haushalte auszuliefern. Wir dürfen unseren Tank kostenfrei füllen. Dankeschön. Wichtige Info für alle Vanlifer mit neuerem Dieselfahrzeug. AdBlue ist mittlerweile bis Kasachstan erhältlich. Schönen guten Morgen aus Baineo hier in Kasachstan. Wir haben für die letzte Nacht einen ganz schönen Spot gefunden, hier am örtlichen Sportplatz. Und ich habe dann die Abendstunden gestern genutzt, um endlich mal wieder in die Laufschuhe zu springen und endlich mal wieder eine Dreiviertelstunde zu laufen, was richtig, richtig schön war. Die Temperaturen waren mit Mitte 30 Grad ganz okay und es hat total Spaß gemacht, weil einfach wahnsinnig viele Leute auf diesem Sportplatz sind und selber Sport treiben oder einfach ein bisschen chillen. Wir packen jetzt unsere letzten Sachen hier zusammen und obwohl Kasachstan so ein riesengroßes Land ist, verlassen wir es schon wieder. Und wir machen uns auf den Weg nach Usbekistan. Vielleicht kommen wir noch mal wieder nach Kasachstan, mal sehen. Wir, wie gesagt, fahren jetzt Richtung Grenze und melden uns später wieder. Wir stehen an der Grenze. Aber es ist noch nicht die Grenze, um nach Usbekistan reinzukommen, sondern wir sind immer noch in Kasachstan. Und believe it or not, wir stehen hier seit 7 Stunden. Und in diesen 7 Stunden sind wir, glaube ich, 20 Meter nach vorne gekommen. Wir haben alle möglichen Aggregatzustände durch, was unser Gemüt angeht. Von Verzweiflung über Resignation, Lethargie, es ist irgendwie alles dabei. Aber wir wissen natürlich, dass wir gar keine Chance haben, irgendwas zu ändern an dieser Situation. Und so warten wir einfach weiter ab, was passiert und wann es endlich weitergeht. Da hinten müssen wir irgendwie durch und wir warten einfach weiter ab. Das Gute ist, im Gegensatz zu vielen anderen hier, wir haben alles dabei, Toilette, Küche, Bett. Wir haben auch tatsächlich beide irgendwie zwischendurch uns mal eine Stunde oder eine halbe Stunde aufs Ohr gelegt. Ich habe mit Deutschland telefoniert zwischendurch und ja, es ist echt
krass. Aber irgendwann werden wir auch das hinter uns gebracht haben. Wir bestaunen die bis ans Maximum beladenen usbekischen Fahrzeuge, die wesentlich zur Wartezeit beitragen, da alle einzuführenden Waren beim Zoll erst abgeladen, dann ausgepackt und wieder aufgeladen werden müssen. Guten Morgen aus Usbekistan. Wir haben es geschafft. Wir sind im Land und was wir erlebt haben, ist ja der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es sowas ein zweites Mal gibt, aber wir haben für diesen Grenzübertritt wie viele Stunden gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wann wir angefangen haben. Wir waren um 11, kurz vor 11 an der Grenze, 11 Uhr morgens. Gestern. Mörderschlange, habt ihr ja schon gesehen. Es ging irgendwie stundenlang nichts voran. Ich glaube, wir haben 20 Meter geschafft von morgens um 11 bis um 19 Uhr. Und dann kam plötzlich ein Engel irgendwie herbeigeflogen, klopfte an unser Auto und hat uns dann gesagt, dass wir an den LKWs eigentlich vorbeifahren könnten. An den LKWs und an den PKWs, ne? Ja, an den LKWs und an den PKWs vorbeifahren könnten als Ausländer und dass wir vorne ans Tor fahren könnten. Wir waren uns dann aber nicht so sicher und wir wollten vor allem auch keinen Ärger oder uns hinten wieder in der Schlange anstellen. Und dann sind wir erstmal zu Fuß vorgelaufen mit unseren Papieren und haben da einen freundlichen Grenzer gefunden, haben den gefragt und auch die umstehenden Menschen nickten alle beim Wort Touristen. Und dann sind wir direkt an die kasachische Grenze vorgefahren. Genau, wurden dann Step 1 auch durchgewunken. Allerdings muss man sagen, war es da auch schon 19:30 Uhr, so dass wir mal vorher gute 8 Stunden an der Grenze verbracht haben. Ja, dann denkt man natürlich, ey cool, jetzt geht's irgendwie zügig weiter, dann sind wir ja wahrscheinlich bald durch. Aber dann haben wir so ein Ding erlebt, wo man dann auch irgendwie zwischendurch denkt, bin ich jetzt hier irgendwie in so einem schlechten Film, weil wir merkten dann, dass die Truppe, irgendwie, die vor uns war, die liefen alle zu so einem Schalter und ich bin dann da auch hin und da wurde man dann irgendwie registriert mit so einem E-Visa, Transit-Gedaddel. Also es stellte sich dann raus, das war die Stelle, wo man eben das Fahrzeug registriert. Und wir waren eben ein Sonderfall als Touristen und ich bin dann mit diesem Beamten, der das da irgendwie ausgefüllt hat, gefühlt 6-mal hin und her gelaufen zwischen 2 Schaltern. Hello, how are you? Great. Und bin da hin und her gelaufen und no, later, thank you. Und es war echt so absurd, weil und man traf auch immer wieder die gleichen Leute, weil irgendwie hatte ich dann am Ende das Gefühl, dass alle irgendwie ständig hin und her geschoben wurden. Und ich war zwischendurch echt schon verzweifelt und Petra hat derweil im Van irgendwie das Abendessen gemacht, einen Kartoffelsalat, was auch irgendwie total crazy war. Wir stehen im Chaos und meine Frau stellt sich erstmal hin und sagt, ich mache uns mal einen Kartoffelsalat, der allerdings wirklich sensationell geschmeckt hat, muss man dazu sagen. Ja, man muss vielleicht dazu auch sagen, dass das dann auf der usbekischen Seite ja schon 11 Mitternacht war. Ja. Und wir hatten halt den ganzen Tag nichts gegessen, wenig, weil wir immer in dieser Schlange standen. Dann ist der Grenzer, zwischendurch ist uns nicht ganz klar, ob er versucht hat, Bestechungsgelder zu bekommen. Er hat uns dann erzählt, dass das Computersystem ausgefallen sei, dass man jetzt Kopien machen müsste von unseren Unterlagen, dass ihm das sehr leid tut und dass wir für die Kopien bezahlen müssten. Dann zwischendurch kam nochmal auf, dass wir für die Desinfizierung des Fahrzeugs zahlen müssten. Wir waren vorher durch so eine Schlammpfütze gefahren. Das war dann auf einmal das Desinfection-Bad. Aber wir standen eigentlich wie die Schäfchen neben ihm und haben
ihm immer nur zugehört. Er ist mit uns zur Bank. Da war ein Riesenpulk davor, aber auch da war der Computer ausgefallen, sodass der Bankbeamte uns unsere Euro wieder zurückgegeben hat. Und wir haben den Beamten, also den Grenzbeamten, eigentlich immer nur angeguckt. Und irgendwann hat er das auch nicht mehr erwähnt. Ich glaube, irgendwann hatte der auch keinen Bock mehr und hat dann gedacht, gut, ich schleuse die jetzt hier durch und lasse sie raus. Genau. Was man auch noch sagen muss, was echt strange war, nachdem wir, irgendwann wurden wir beide zusammen an einen Schalter geschickt, nachdem wir das Auto registriert hatten und standen dann in so einer riesen Gruppe von Menschen, also ich würde sagen, da standen so 50 Leute in einem Pulk. Und das waren ganz viele Usbeken und das war ein Kasache. Das war noch auf der kasachischen Seite. Das war bevor wir rausgefahren sind. Und dann hat uns irgendwann ein Soldat irgendwie erspäht und der hat uns beide dann vorgewunken und meinte so, Tourista, ihr kommt hier nach vorne. Was uns irgendwie total unangenehm war. Auf der anderen Seite waren wir mega dankbar. Aber was man sagen muss, das Zauberwort ist hier Tourista, weil irgendwie dann öffnet sich plötzlich so ein Korridor und alle lassen einen durch und bleiben aber freundlich. Also es war fast keiner irgendwie jetzt genervt. So, auf der kasachischen Seite, ja, genau. Ja. Das wäre auch unser Tipp tatsächlich, dass wenn ihr mal von Kasachstan nach Usbekistan fahrt, und es gibt da irgendwie auch Stau vor der Grenze, nicht reinstellen, sondern nach vorne gehen. Die Grenzer sind alle super freundlich, auch auf der usbekischen Seite. Und dann einfach signalisieren, dass ihr Touristen seid. Es ist strange, wenn diese armen Menschen alle da stehen und stundenlang warten. Aber wie gesagt, wir waren 8 Stunden in der Schlange, bevor wir bei den Kasachen abgefertigt wurden. Und auf der usbekischen Seite hat es ja dann von ab 11, ne, oder? 19:30 Uhr, 20 Uhr waren wir am Ende um 1:44 Uhr raus aus der usbekischen Grenze. Und das ist einfach... Die Fahrzeugkontrolle war eigentlich relativ easy. Ja. So. Wir wurden dann gefragt, habt ihr eine Drohne, habt ihr Psychopharmaka? Und ein super netter Grenzer ist mit mir dann in den Wagen und hat wieder gefragt, wo wir hinwollen. Also die freuen sich irgendwie auch über das Interesse am Land. Ich habe dann gesagt, ja, nach Bukhara. Und dann meinte er, ja, das ist super schön. Und einige sprechen ein bisschen Englisch und also wie gesagt, trotz allem waren die irgendwie super freundlich und wenn man nicht so kaputt wäre nach so einem langen, heißen Tag, könnte man das Ganze auch mit Humor nehmen. Und ich meine, wir merken jetzt schon, so langsam fangen wir auch tatsächlich an, das mit Humor zu nehmen. Allerdings haben wir irgendwie jetzt 4,5 Stunden geschlafen, weil wir sind tatsächlich nur kurz über die Grenze, haben jetzt hier auf diesem Mondlandeplatz irgendwie gepennt und und jetzt werden wir mal versuchen, Geld zu tauschen, eine SIM-Karte zu organisieren und eine Autoversicherung. Genau. Und ob uns das glückt und wie uns das glückt, das erzählen wir euch dann später. Wir brechen unsere Regel, wir kaufen hier eine SIM-Karte, weil wir haben jetzt irgendwie nicht die Nerven, irgendwie darauf zu hoffen, dass wir in einer halben Stunde irgendwo hinter der Grenze was bekommen, weil was auf uns wartet, sind katastrophale Straßen. Über 180 Kilometer, genau. Und dann kommt der nächste Ort und das ist uns ein Stück zu weit und deswegen werden wir jetzt vermutlich mal in den sauren Apfel beißen. Bleibt bei uns und seid gespannt, was noch passiert. Im Café treffen wir den Fahrradfahrer wieder und tauschen bei ihm 50 €, da sein Kurs nur mäßig gut ist. Wir benötigen eine Autopflichtversicherung und zahlen für 4 Wochen umgerechnet 8 €. Während der Mitarbeiter unsere Versicherung ausstellt, entdecken wir eine Landkarte an der Wand, die unsere Vorfreude auf das Herzstück der Seidenstraße wachsen lässt. Unsere Entscheidung, die direkte Route von Kasachstan über Khiva nach Bukhara zu nehmen, spart uns fast 2000 Kilometer.
Der Nachteil: Die Qualität der Straße auf unserer Strecke ist die ersten 200 Kilometer katastrophal, sodass wir nur im Schritttempo vorankommen. Abseits der Piste finden wir einen schönen Schlafplatz in der Wüste. Bei einem abendlichen Spaziergang lernen wir ein französisches Pärchen kennen, das in der Nähe zeltet. Die beiden fahren mit dem Fahrrad von Frankreich nach Australien und sind wie wir im April gestartet. Respekt! Ja, nicht erschrecken. Es ist 20 nach 1. Wir hatten ja diesen wunderhübschen Platz für uns da entdeckt und sind auch super früh ins Bett gegangen, begleitet von Wetterleuchten, was total schön aussah, aber ja, bei mir schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl erzeugt hat, weil ich nicht wusste, was entsteht hier eigentlich, ne? Zumal es so eben so ein paar Wolken gab. Ich echt so ein bisschen Panik davor hatte, dass so ein Regen oder Gewitter irgendwie auf uns zukommt. Und jetzt haben wir, glaube ich, gefühlt, wie lange geschlafen? 3 Stunden. 3 Stunden. Und dann fing es an zu regnen und ich glaube, ich bin wirklich vom ersten Tropfen sofort wach geworden. Und ja, wir hatten gestern noch überlegt, packen wir jetzt alles für den Fall der Fälle. Und ja, jetzt sind wir erstmal losgefahren, weil wir so ein bisschen Schiss hatten, dass wir da, wenn es so richtig losgeht zu regnen, dass wir da am Ende nicht mehr rauskommen. Zweimal hatten wir das Spiel ja schon mal. Ja, jetzt sind wir erstmal wieder auf der Straße. Die ist auch einigermaßen gut im Vergleich zu dem, was wir gestern tagsüber hatten. Ja, jetzt gucken wir mal. Ne? Das französische Pärchen treffen wir kurz wieder und geben ihnen eine Filling White Spots Karte mit auf den Weg.
Nach 180 Kilometern belohnen wir uns mit kalten Getränken und einem leckeren Snack. Das waren unsere ersten Tage in Usbekistan. Wir ziehen weiter ins Herz der Seidenstraße. Wir sind auf dem Weg zu 500 Abonnenten. Seid dabei, liked den Kanal, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Dann sind wir nächste Woche wieder für euch am Start. Bis dahin. Ciao.